Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Jan, das hier ist mein Porsche 944. Hier ist eine Motorbrücke drauf. Wofür wir die brauchen? Ich zeige es euch gleich. Im letzten Video haben wir ja schon gesehen, irgendwas stimmt nicht so ganz. Der Motor klackert immer noch. Ich habe mittlerweile leider herausgefunden, was klackert. Ich zeige euch jetzt hier noch einmal, wie der Motor geklungen hat. Und warum der Motor so geklungen hat, hing ganz einfach damit zusammen, dass Öl einen kupferfarbenen Anteil hatte, kupferfarbene Partikel. Das schließt sehr stark darauf, dass ein Pleulagerdefekt ist. Um das Ganze jetzt einmal anzugehen, ich brauche hier einmal eine Motorbrücke, damit der Motor oben bleibt, denn ich muss die ganze Vorderachse abbauen. Dann muss ich die Ölwanne runterbauen und dann können wir schon die Pleuel sehen. Öl ablassen wäre vielleicht auch nicht so schlecht. So, und wie wir sehen, die Motorbrücke ist dran und ich habe jetzt schon die Felgen runtergebaut. Die liegen einmal hier hinten. Jetzt bin ich mal unter dem Auto. Hier sehen wir schon die Ölwanne. Die muss jetzt raus und um die rauszubekommen, muss ich hier einmal den Vorderachsträger rausmachen, weshalb hier natürlich schon das Rad runter ist. Da muss es auch noch runter, das ist nicht das einzige. Das Lenkgetriebe hier muss auch noch raus. Dann der Stabilisator muss raus. Es muss eigentlich so ziemlich viel raus, damit hier die Ölwanne raus kann. Weil die geht einmal bis hier vorne hin. Da oben ist sie. Von da bis nach hier. Ich bin jetzt nicht mehr unten, sondern schon hier oben. Hier ist schon der Stabi. Hier habe ich leider schon die Koppelstange hier kaputt gemacht. Die ist mir hier abgerissen. Hälfte vom Gewinde ging. Ich spanne jetzt hier eine Kette hoch, da hinten eine Kette hier hin. Ich habe den Motor jetzt einmal so aufgehangen. Einmal hier links am Krümmer und hier rechts an der Ansaugung. Der Motor schwebt, denn der Vorderachsträger hier unten ist jetzt komplett draußen. Jetzt kommt die Ölwanne ab und jetzt kommen wir gleich zum hoffentlich positiven Pleulagerschaden, wenn man das so sagen kann. Ich hoffe einfach, dass die Kurbelwelle nichts abbekommen hat. Die Ölwanne ist raus. Hier sieht man den ganz leichten Schleier. Das sind Kupferpartikel. Und wenn wir uns jetzt mal hier den Motor genauer angucken, dann muss ich ehrlich sagen, der Motor sieht extrem sauber aus. Noch keine so harten Ablagerungen. Hat natürlich aber nichts zu heißen. Ich mache jetzt ein Pleulager runter und schau mal, was mich erwartet. Also gut, jetzt geht es ans Eingemachte. Hier oben haben wir Pleuel Nummer 4 und Nummer 3. Und Pleuel Nummer 4 habe ich mir tatsächlich schon mal angeschaut. Jetzt machen wir mal 3. Und die 3 hat geklackert. Hier habe ich die Schrauben natürlich schon einmal lose gedreht, damit ich es jetzt hier ein bisschen leichter habe. Jetzt Nummer 1. So, und hier Nummer 2. Und jetzt schauen wir mal, was Sache ist. Ja, komm, will noch nicht so genau. Jetzt. So, hier haben wir einmal die Lagerschalen. Die zwei sind von Zylinder 4, die von 3. Auf 3 hat es ja relativ laut geklackert, aber das Komische ist, hier auf den Lagerschalen, klar, man sieht hier ein bisschen Abrieb, ein paar Partikel hat es hier auch mal gefangen, aber im Endeffekt sieht es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, jetzt gibt es hier ein kleines abruptes Ende. Mir ist was aufgefallen und zwar im Augenwinkel. Ich blende es euch jetzt hier einmal ein. Wie man hier leider relativ gut erkennen kann, sieht man vertikale Kratzspuren bzw. Riefen. Diese sollten da natürlich nicht sein. Ja, das ist gar nicht gut. Wie man gesehen hat, das hier sind Riefen. Heißt, ich habe einen Kolbenkipper. Das heißt, es ist jetzt für mich, ich darf den ganzen Motor zerlegen. Das ist aber ein bisschen zu viel für dieses Video. Deshalb gehen wir das Ganze im nächsten Video einmal an. Der Motor hängt natürlich noch. Und ja, leider gibt es jetzt hier mit ein abruptes Ende. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like und einen Kommentar da lässt. Dass das Ganze natürlich jetzt so ausartet, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, dafür werde ich jetzt meinen allerersten Motor öffnen. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao, ciao.